Die EU Anti-Money Laundering Authority, kurz AMLA genannt, mit Sitz in Frankfurt am Main, wurde am 26. Juni 2024 offiziell gegründet. Diese neue Superbehörde der EU hat weitreichende Kompetenzen, wenn es um die Überwachung der Finanzströme in der EU geht. Sie kann Konten sperren, Konten einfrieren, Zahlungen verhindern, wie du dich davor schützen kannst und vor allen Dingen, warum du schon jetzt handeln musst, das wollen wir in diesem Video einmal besprechen. Wir haben ja schon etliche Videos zur AMLA und den damit verbundenen Gesetzesinitiativen der EU hier auf unserem Kanal besprochen. Darunter fallen ja Dinge wie zum Beispiel das Vermögensregister, dann auch die Einführung einer Bargeldobergrenze und auch Dinge wie das EU-weite Bankkontenregister. Dazu später mehr. Diese Maßnahmen wurden von der EU im Januar 2024 nach langwierigen Verhandlungen zwischen EU-Ministerrat und EU-Parlament beschlossen. Dann wurde als Sitz der AMLA hier Frankfurt am Main ausgewählt. Der deutsche Finanzminister hat hier besonders intensiv darum geworben, dass die AMLA ihren Sitz in Frankfurt hat und hat weitreichende Unterstützung der EU diesbezüglich zugesagt. Nun also im Juni 2024 wurde die Behörde tatsächlich gegründet. Was passiert nun? Nun, momentan hat ja diese AMLA noch keine Rechte. Die sogenannte European Banking Authority wird also die Überwachung des Finanzsystems noch bis Ende 2025 hier innehaben und danach, Anfang 2026, wird dann die AMLA übernehmen. Man wird jetzt also in dieser Zeit die entsprechenden gesetzlichen Maßnahmen in den einzelnen Mitgliedstaaten umsetzen, damit eben hier letztlich die AMLA befähigt wird, dann zu arbeiten. Entsprechende Gesetzesvorhaben sind beschlossen worden und wie gesagt, sie werden nun in den einzelnen EU-Staaten so umgesetzt. Der große Unterschied zwischen den bisherigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung und auch der Kontrolle des Finanzsystems liegt daran, dass letztlich jetzt ein sogenanntes Single Rule Book hier implementiert wurde. Das heißt also, es werden nicht mehr Direktiven im Grunde von der EU verabschiedet, die dann in den einzelnen Mitgliedsländern in lokales Recht umgesetzt werden. Es gibt jetzt ein Single Rule Book, also letztlich ein zentrales EU-Recht, will man sagen, das übergreifend über alle EU-Staaten gültig ist. Man hat also damit hier ein zentralisiertes Organ und daran kannst du allein schon sehen, wie mächtig eigentlich diese AMLA in Frankfurt hier sein wird. Bei ihr laufen tatsächlich die Fäden zum gesamten EU-Finanzsystem zusammen. Sie hat hier tatsächlich die komplette Kontrolle und die komplette Verantwortung. Natürlich wird die Ausführung der tagtäglichen Kontrolle des Finanzsystems nicht von Frankfurt aus komplett erledigt. Hier gibt es nach wie vor Behörden in den einzelnen Mitgliedsländern, aber die AMLA in Frankfurt ist hier eben komplett weisungsberechtigt gegenüber diesen lokalen Behörden, kann sogar Mitarbeiter in diesen Behörden in bestimmten Gremien absetzen, wenn sie denkt, dass diese nichts taugen. Also tatsächlich eine unglaubliche Machtfülle, die hier bei der AMLA zusammenläuft. Die einzelnen Vorhaben, die hier nun von der AMLA umgesetzt werden in den nächsten Jahren, also zum Beispiel Vermögensregister oder auch Dinge wie die Überwachung von sämtlichen Kryptotransaktionen über 1.000 Euro oder auch die Bargeldobergrenze, das sind Maßnahmen, die zwar schon beschlossen sind, aber eben die Implementation wird jetzt in den nächsten Monaten und Jahren tatsächlich stattfinden. Genaue Daten, wann diese dann tatsächlich live gehen, ab wann diese gelten, liegen jetzt noch nicht vor. Allerdings wurde bereits jetzt veröffentlicht, dass die Regeln in diesem sogenannten Single Rule Book wohl ab dem 10. Juli 2027, also in knapp 3 Jahren, gelten sollen. Andere Maßnahmen zum Beispiel wie die Überwachung von Fußballspielervermittlern, ja genau, du hast richtig gehört, hier hat man auch Bedenken, dass hier jede Menge Geldwäscherei stattfindet. Diese werden erst ab 2029 implementiert werden. Und wir werden dann, wie gesagt, sicherlich sehen, wie die besprochenen Maßnahmen so nach und nach in den nächsten Jahren implementiert werden sollen. Ein ganz wichtiger Punkt für dich ist das zentrale Bankkontenregister. Dazu hat jetzt auch die EU hier Ende Mai 2024 den offiziellen Startschuss gegeben. Hier wollen wir jetzt mal die entsprechende Direktive der EU anzeigen.
So, hier 31. Mai 24. Centralized bank account registries through the interconnection system and take measures to facilitate the use of transaction records. Veröffentlicht hier im Amtsblatt der EU am 19.06.2024. Das ist nun aus folgendem Grund für dich relevant. Das eigentliche Bankkontenregister soll zwar erst zwischen 2027 und zwischen 2029 dann live gehen, aber hier sollen Daten der letzten 5 Jahre drin veröffentlicht werden. Also nehmen wir mal an, das Ganze geht am 10. Juli 2029 live, also der letztmögliche Zeitpunkt. Dann werden alle deine Bankbuchungen, alle deine Kontodaten ab dem 10. Juli 2024 in diesem System verfügbar sein. Auf dieses System haben sämtliche Finanzbehörden und sämtliche Polizeibehörden der EU Zugriff. Das heißt zum Beispiel, irgendein Mitarbeiter der Steuerfahndung in Süditalien kann sich anschauen, was du im Dezember 2024 deinen Kindern zu Weihnachten geschenkt hast. Also eine ganz unerhörte Transparenz, ein ganz unerhörter Vorgang, eine ganz unerhörte Machtfülle, die hier den Behörden gegeben wird. Warum sollte dich das Ganze nachdenklich machen und warum solltest du schon jetzt Maßnahmen ergreifen? Nun, ich will mal ein paar Beispiele machen. Nehmen wir mal an, im Jahre 2024 ziehst du nach Dubai um und hast dort einen tollen Job. Du richtest dir ein Konto ein, zum Beispiel bei Wise oder einer anderen Bank in der EU, aber nicht in Deutschland, aber irgendwo in der EU. Und du verdienst dir richtig gut und lässt dir dein Gehalt oder Gewinne deines Unternehmens auf dieses Konto in der EU auszahlen. Nach ein paar Jahren kommst du dann wieder nach Deutschland zurück. Du hast ja alles legal gemacht in dieser Zeit. Du hast hier komplett gesetzeskonform verhalten. Du hast nichts zu befürchten. Du kommst nach Deutschland zurück, meldest dich beim Finanzamt an und dann sagt der Beamte beim Finanzamt, naja, jetzt schauen wir doch mal, was der gute Mensch hier in den letzten Jahren eigentlich gemacht hat. Ich habe hier irgendwie den Verdacht, er hat ja in Dubai gewohnt, dass da irgendwas nicht richtig gelaufen ist. Er öffnet also das System hier der EU. Du hast natürlich alle deine Zahlungen auf dieses EU-Konto, zum Beispiel bei Wise, eingezahlt und dort kann er sehen, dass du eben, während du in Dubai warst, Hunderttausende, vielleicht sogar Millionen verdient hast. Alles komplett legal, alles komplett gesetzeskonform. Aber das Finanzamt ist eben das Finanzamt und was macht er jetzt? Er unterstellt jetzt, dass du in Wirklichkeit in Deutschland steuerpflichtig gewesen bist, wegen der erweitert beschränkten Steuerpflicht. Es wird ein Ermittlungsverfahren eröffnet und du hast hier Riesenärger am Bein. Oder ein anderes Beispiel. Nehmen wir mal an, du verdienst sehr gut in Deutschland, aber dann trifft dich irgendein Schicksalsschlag. Vielleicht lässt du dich scheiden, vielleicht eine schwere Krankheit, vielleicht sogar eine Insolvenz, aber es läuft dann eben beruflich und geschäftlich nicht mehr gut. Vielleicht willst du einfach auch kürzer treten und willst nicht mehr voll durchpowern. Vielleicht bist du ausgebrannt und willst einfach mal weniger arbeiten. Du ziehst irgendwo in den schönen Süden, vielleicht nach Italien, vielleicht nach Spanien, kommst da mal an, hast dort vielleicht einen kleinen Job, wo du ein bisschen was verdienst. Du willst gar nicht mehr viel verdienen, du willst es dir eigentlich relativ geruhsam machen. Du wirst dort dann bei den Behörden gemeldet und das lokale Finanzamt sagt, okay, schauen wir doch mal an hier, was der so in der Vergangenheit verdient hat. Ist ja eigentlich suspekt, dass jemand, der so gut qualifiziert ist, vielleicht hier nur relativ wenig verdient. Dann schauen sie sich an und sehen, dass du ja davor in Deutschland sehr viel höher hier verdient hast und sofort bist du verdächtig. Sofort denken sie, ist da irgendwas im Busch, erklärt ja hier vielleicht nicht sein ganzes Einkommen und prompt stehst du hier schon wieder im Fadenkreuz der Behörden. Und ein drittes Beispiel. Nehmen wir zum Beispiel an, dass du in einem EU-Land lebst und dort an eine politische Organisation spendest, vielleicht in eine Partei spendest oder auch an eine gemeinnützige Organisation, ein Verein oder was auch immer. Jedenfalls eine Organisation, die dort komplett legal ist. Einige Jahre später ziehst du in ein anderes EU-Land um, wo solche Organisationen vielleicht mit Argwohn beobachtet werden. Vielleicht hält man diese Organisation für politisch nicht opportun oder sie ist einfach aus irgendeinem anderen Grund gecancelt und dann gerätst du in diesem Land zum Beispiel mit den Finanzbehörden in Konflikt, weil sie dir irgendwas vorwerfen. Dann können sie sehen, dass du in deinem Herkunftsland vor ein paar Jahren an diese Organisation gespendet hast und dann stehst du natürlich sofort unter Generalverdacht, weil
weil du dich eben dann damals politisch nicht opportun verhalten hast, nach den Standards des neuen Landes, zum Beispiel Deutschland oder wo auch immer. Du kannst schon sehen, diese 3 Beispiele zeigen es, da wird eine riesige Pandora-Box aufgemacht und wenn man Behörden, sei es nun Finanzbehörden oder auch Polizeibehörden, hier Zugang zu deinen Bankdaten gibt, dann kann das meiner Meinung nach nichts Gutes verheißen. Daher würde ich dir empfehlen, dass du dich auf jeden Fall mit einem Konto außerhalb der EU befasst. Es sind ja nur Konten innerhalb der EU von dem zentralen Bankkontoregister erfasst. Wenn du dir heute ein Konto außerhalb der EU eröffnest, das kann zum Beispiel schon in der Schweiz sein oder in Liechtenstein, dann werden deine Daten dort nicht erfasst. Du kannst dieses Konto ganz normal im Alltag verwenden oder vielleicht als ein Zweitkonto verwenden, wo du all jene Zahlungen mitmachst, die jetzt nicht einfach ganz normale Alltagszahlungen sind, wie zum Beispiel Miete, Tanken, Essen oder sonst irgendwas. Es ist komplett legal, ein Konto im Nicht-EU-Ausland zu eröffnen. Da gibt es keine Meldepflichten. Du musst nichts an das Finanzamt melden. Wie gesagt, das ist komplett legal. Du darfst dahin auch Geld überweisen an ein eigenes Konto. Auch da gilt die Meldepflicht nicht. Solltest du natürlich auf dem Konto irgendwelche Einkünfte haben, Zinseinkünfte, Kapitalerträge oder sonstiges, musst du es natürlich in deiner Steuererklärung angeben. Das ist ja völlig klar. Aber ansonsten kannst du dich eben wirksam vor diesem möglichen Machtmissbrauch durch die EU schützen. Und wie gesagt, denk dran, in dem EU-Bankkontenregister werden alle Daten der letzten 5 Jahre drin enthalten sein. Wenn wir also davon ausgehen, dass dieses Register spätestens am 10. Juli 2029 live gehen wird, solltest du spätestens jetzt handeln, damit dann deine Daten ab jetzt nicht mehr in diesem Register erscheinen. Und das gilt natürlich insbesondere für Konten, wo du Vermögen hast oder Konten, von denen du jetzt Zahlungen machst, die über diese täglichen Zahlungen, von denen ich vorhin gesprochen habe, hinausgehen. Mögliche Länder, wo du Konten eröffnen kannst, habe ich schon genannt. Sicherlich Schweiz und Liechtenstein sind attraktiv. Jeder kann ein Konto bei der Postfinanz in der Schweiz eröffnen. Du kannst auch bei einer Kantonalbank in der Schweiz ein Konto eröffnen. Da musst du vielleicht dann eine bestimmte Summe einzahlen, möglicherweise mehrere 100.000 Franken. Du kannst in Singapur ein Konto eröffnen. Du kannst auf den britischen Kanalinseln ein Konto eröffnen. Du kannst in Georgien ein Konto eröffnen. Also gibt es relativ viele Möglichkeiten, sich ein Konto außerhalb der EU zu besorgen. Natürlich, da gibt es den Informationsaustausch, das ist ganz klar. Aber das ist meiner Meinung nach gar nicht so schlimm, denn beim Informationsaustausch werden ja letztlich nur Salden ausgetauscht. Detaillierte Informationen zu Buchungen und Transaktionen gibt es dort nicht. Wir werden dich hier weiter auf dem Laufenden halten. Ohne Frage wird hier in den nächsten Jahren einiges passieren. Jetzt geht es hier wirklich los mit der AMLA. Jetzt müssen wir uns anschnallen. Denn wie gesagt, die staatliche Kontrolle, die staatliche Überwachung hier durch die AMLA zentral von Frankfurt aus wird ungekannte Ausmaße annehmen. Und das ist natürlich zunächst mal erschreckend und für viele auch besorgniserregend. Das Beste natürlich ist, wie immer, wenn du die EU verlässt, wenn du außerhalb der EU wohnst. Das Wichtigste ist zunächst mal natürlich Deutschland zu verlassen, wenn du in Deutschland lebst. Denn dort gibt es mit Abstand die restriktivsten Gesetze. Und wie gesagt, hier sind ja auch etliche steuerliche Maßnahmen an die deutsche Staatsbürgerschaft geknüpft. Das heißt, je schneller du wegkommst, desto besser ist es. Also im ersten Schritt aus Deutschland weg, auch wenn du in die EU umziehst, dann im zweiten Schritt aus der EU weg. Das wäre möglicherweise das richtige Vorgehen. Aber mindestens meiner Meinung nach solltest du dich um ein Konto außerhalb der EU bemühen. Wenn das Fragen sind, die dich umtreiben, wenn du auch ein Konto im Ausland eröffnen willst, deine Finanzen vielleicht neu organisieren willst, dein Vermögen umstrukturieren musst vor dem Hintergrund dieses überbordenden Kontrollapparates der EU, dann lade ich dich jetzt ein Beratungsgespräch zu buchen. Link packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, ins Ausland umzuziehen, sich steuerlich optimiert aufzustellen und sich hier vor überbordender staatlicher Kontrolle zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.